Jeder, der mit dieser Säge gearbeitet hat, hat hinterher gesagt, aber jetzt haben wir die neue. Das ist ganz schlimm. Moment, ganz schlimm. Hallo Werkzeugfans, mein Name ist Thomas. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und vor kurzem kam sie raus, die GSG 18V 155, der richtig große Wurf von Bosch. Aber es wurde schon lange angekündigt, die 125er, nämlich die nach unten nächst kleinere Version. Jetzt ist sie da und die schauen wir uns heute an. Brauchst du überhaupt die 155er? Reicht es vielleicht auch die? Oder, naja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der VLI, der alten, der ganz alten, zu der hier? All das in diesem Video. Heute geht es also um genau diese Säge, die GSG 18V 125. Und die Frage ist wirklich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Säge und den anderen beiden? Weil wenn du eine Stichsäge kaufen möchtest, dann musst du natürlich für dich die Frage beantworten, welche ist es denn? Die hier, weil sie die teuerste ist oder weil sie die beste ist oder die, was ist es denn eigentlich? Ja? Und deswegen haben wir Folgendes, wir haben jeweils alle als Stabvariante da und auch alle als Bügelvariante und werden die jetzt mal miteinander vergleichen. Und das hier ist sogar meine eigene private Säge, die GSG 18V Li. Das ist eine relativ betagte Säge, schon ein paar Tage, na gut, schon einige Jahre auf dem Markt, was sie nicht zu einer schlechten Säge macht. Aber Bosch hat sich gesagt, das können wir besser. Oder einfach, wir haben neue Entwicklungen und können da jetzt nochmal einen drauflegen. Und das ist so, vor kurzem habe ich ein Video gemacht, so 155er, und habe sie mit namenhaften Markenherstellern, so sagt man das ja, verglichen, was ist rausgekommen. Ich fand die hier mit Abstand am besten. Eine mega Säge mit echt guten Funktionen. Die 155er ist ein richtiges Tier. Was die abfährt, wenn du mit der arbeitest, das ist jeder, der mit dieser Säge gearbeitet hat, hat hinterher gesagt, das ist, das ist was anderes. Unwahrscheinlich viel Kraft. Aber jetzt haben wir die neue, die 125er. Sicherlich hat Bosch die auch hergestellt, weil sie gesagt haben, na ja, vielleicht wollen wir die VLI auch ablösen. Und deswegen werden wir jetzt gleich mal Folgendes machen. Wir gucken uns jeweils dieses Gerät hier an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Geräten? Was kann die hier vielleicht weniger oder die hier gegebenenfalls mehr? Erst einmal möchte ich vorwegstellen, ich bin ein Fan der Stabvariante. Gerade hier, auch von oben arbeite ich ganz gerne mal mit der Stabvariante, auch von unten natürlich sowieso mit der Stabvariante und ich bin gar kein Fan der Bügelvariante. Ich weiß, viele benutzen die noch ganz gern, vor allem in anderen Ländern wird die gerne benutzt. Ich finde sie nicht so schön, weil sie im Allgemeinen, nicht weil das jetzt eine schlechte Säge ist, sondern weil sie mir allgemein zu weit vom Werkstück weg ist. Ja? Ich sage es immer wieder, wenn ihr euch das hier mal anschaut, hier bin ich recht weit unten am Werkstück, hier fasse ich ja hier oben an. Guckt nochmal hier, das ist der Unterschied. Hier kann ich relativ viel noch hin und her kippeln. Hier bin ich direkt unten, da habe ich gar keine Chance, hier die irgendwie zu verkanten. Das ist einfach viel besser händelbar. Hier muss ich mehr festhalten und ich habe halt den Nachteil, von unten sägen geht halt gar nicht, weil das hier, das willst du nicht. Nee, das macht keinen Spaß. Schreib gerne mal unten in die Kommentare, ob du Hashtag Stab oder Hashtag Bügel, in welchem Lager du gerade bist, wo du sagst, das ist meine Lieblingsvariante. Ich werde so ein bisschen auf alle Varianten eingehen, werde mich aber im Wesentlichen an den Varianten jetzt mal festhalten, und zwar an der Stabvariante. Kommen wir erstmal zum Thema Geschwindigkeitsjustierung, weil da können wir auch ganz viel dran erklären. Und zwar ist es so, bei der alten haben wir hier einen Wahlknopf, da können wir hier die Geschwindigkeit einstellen, ja, von 1 bis 6 und ja, das geht hier ganz gut. Hier auch bei der 125, bei der neuen ist es so, dass ich auch hier das unten einstellen kann. Aber bei der hier ist es anders. Hier habe ich hier hinten ein Bedienfeld und kann das hier entsprechend einstellen. Drücke ich auf den Knopf und sage hier Geschwindigkeit 6, Automatikmodus 5, 4, 3, 2, 1 und so weiter. Das ist eine tolle Funktion, weil hier kannst du noch andere Sachen, du kannst auch Licht ein- und ausschalten, sowas noch. Okay, du siehst aber auch hier, wie voll der Akku ist, das siehst du hier an dem Gerät nicht. Da musst du immer auf den Akkuknopf hier zum Beispiel nochmal drauf drücken, du siehst dann erst, wie voll der Akku ist. Eine andere gute Funktion ist, ich habe hier, das hat auch nur die 155er, hat also die 125er nicht, und zwar die Automatikfunktion. Das sehe ich hier in dem A, und zwar ist es dafür da, wenn ich das Sägeblatt hier eingesetzt habe und möchte erstmal den Punkt finden, an dem wo ich genau eintauche ins Material oder mir den Weg mal so ein bisschen suchen. Im Automatikmodus ist es so am Anfang, dass es sehr langsam fährt und erst wenn ich einen gewissen Druckpunkt überschritten habe, dann geht
geht der Motor richtig los. Und das hat nur diese Säge. Zusätzlich ist es auch so bei der 155er, dass ich für jeden einzelnen der Geschwindigkeitspunkte, also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch einstellen kann, wie schnell jeder einzelne Modus ist, also mit wie viel Geschwindigkeit das Ganze läuft und auch für jeden noch den Automatikmodus noch anschalten kann. Hat einen riesen Vorteil, weil ich auf die Art und Weise eben auch wirklich auch einen langsamen Modus mit Automatik starten kann. Das ist schon ganz cool. Und falls sich einige sich fragen, Mensch, warum haben denn die anderen Sägen, diese hier, gar keinen Automatikmodus? Der bist du selber, weil du hast hier den Knopf. Ja? Du kannst hier ja ganz langsam starten. Und dann geht es ja auch erst langsam los und kannst dann die Geschwindigkeit selber wählen, sodass du hier gar keine weiteren Wahlmöglichkeiten hast. Was auch durchaus, also du kannst natürlich jetzt hier hinten zum Beispiel, ja, hier kannst du wieder das Ganze einstellen. Aber du hast hier nicht diesen Automatikmodus. Die Grundgeschwindigkeit kann man natürlich bei allen wieder einstellen, wie auch hier, aber eben nicht, die Automatik brauchst du nicht. Wo wir gerade bei Geschwindigkeit waren, schaue ich mal hier auf mein schlaues Blatt. Wir haben hier bei der VLI eine maximale Hubgeschwindigkeit, also eine Geschwindigkeit hoch und runter von 2700, das ist schon irre viel, 2700. Bei der 125er haben wir 3500 und bei der 155er haben wir 3800. Aber Obacht! Ich kann nur sagen, Obacht, Obacht, Obacht. Es ist so, dass bei die beiden Geräte hier sind schon gut stark. Und das ist nämlich auch ein Riesenunterschied. Die VLI, die hat einen normalen Motor drin. Ja, also einen Standardmotor, so wie ihr den eigentlich kennt. Bei der 125er ist es so, da haben wir jetzt inzwischen einen Brushless-Motor, bei 155er sowieso. Und ich hätte gedacht, dass der Motor in der 125er doch näher hier an dem dran ist, ist er aber nicht. Die 155er ist so ein brutal starkes Gerät, das ist der Wahnsinn. Die sägt so gut, so smooth, so durch Holz durch, das ist einfach der Hammer. Die 125 hat auf jeden Fall ein gutes Stück weniger Kraft, aber doch schon noch mal mehr ist sie noch stärker oder hat noch mehr Kraft als bei der VLI. Also da kann ich euch nur so ein Gefühl sagen, weil die Geschwindigkeit sagt da wirklich nicht alles aus. Wenn es rein nach der puren Kraft geht, müsstet ihr immer die 155er nehmen. Da ist schon einiges mehr da. Als nächstes machen wir jetzt mal Folgendes, und zwar, ich blende euch hier mal vollflächig das Thema Daten mal ein. Hier sind alle Daten auf einen Blick. Hier seht ihr nämlich auch das Thema Hubhöhe. Und bei der Hubhöhe ist es so, dass die alte hat 23 mm Hubhöhe und die beiden neuen Modelle haben 26 mm Hubhöhe. Was bedeutet das? Dass hier dieses Blatt 26 mm hoch und runter fahren kann. Und je mehr es hoch und runter fährt, umso mehr hast du natürlich auch von der Geschwindigkeit. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt doppelt so viel hätten, würden wir auch, also doppelt so viel Hub hätten, bei derselben Geschwindigkeit, würden wir natürlich auch doppelt so viel Abtrag machen. Ja? Jetzt haben wir hier einen Unterschied 23 zu 26 und das ist schon nochmal eine ganz schöne Verbesserung, aber das betrifft eben beide. Wenn ihr übrigens alle technischen Daten auf einen Blick nochmal haben wollt, zum dauernd nachlesen, ihr müsst es nicht hier anhalten und mein Gesabbel dabei hören, dann klickt mal hier oben in den ehrlichen Werkzeugvergleich, schaut da mal vorbei und dort habt ihr alles nochmal auf einen Blick und ihr könnt abstimmen, was ist eure Lieblingssäge. Ich habe es eben schon fast gesagt, der ehrliche Preisvergleich kommt jetzt. Was kostet denn die Geräte eigentlich? Und das ist jetzt der Moment, wo ich sage, weiß ich gar nicht. Weil das Gerät hier kostet so um die 230, 240 Euro. Ja, Stab, Bügel und so weiter. Bei der VLI, dem alten Modell, ist es so, hier haben wir einen Preis von so um die 170 Euro. Das heißt, der Zwischenpreis zwischen den beiden Geräten hier ist gar nicht so viel. Und die hier wird sich auch etwa so einpegeln bei so um die 190, 200 Euro. Vermute ich mal, wo es aktuell steht. Guck unten in die Videobeschreibung, da ist der ehrliche Preisvergleich oder am besten gleich auf gotools.de. Da kannst du dir das Gerät nochmal anschauen. Und übrigens verlinken wir dir unten auch passende Blätter, weil bei den Blättern, da gibt es nochmal ein riesiges Universum. Wahnsinn. Wenn du dir aber das anschaust, ist der Preis zwischen diesen beiden Geräten 30, 40, 50 Euro. Und dann musst du wirklich erstmal nochmal gucken, ob das Gerät hier eine Sache kann, die das hier nicht kann und ob das es dir wert ist. Und die zeige ich dir jetzt schon. Ja, es gibt genau eine Sache, die 125er kann, die anderen beiden eben nicht kann. Die nicht und die nicht. Und zwar Winkelschnitte. Hier vorne der Fuß, der ist hier bei der VLI fest. Und zwar aus folgendem Grund, wenn ich hier das Ganze neigen würde, würde ich immer auf den Akku raufknallen. Das liegt daran, man hätte sie etwas höher machen müssen, wollte man damals aber nicht, damit man so nah wie möglich unten am Werkstück ist, um eben so richtig gut arbeiten zu können. Ja, deswegen ging das nicht, haben sie gesagt, brauchen wir nicht.
Auch hier bei der 155er geht es auch nicht. Man kann das hier in keinem Fall verstellen. Es bleibt genau so, wie es ist. Aber jetzt bei der 125 hat man gesagt, na klar, kein Problem. Da haben wir hier den Imbus mit dabei. Verstellen das auch mal, dass ihr das mal seht. So, Moment, so und schon, ja, kann man hier so entsprechend arbeiten. Kann man das einstellen. Wenn ihr sagt, oh, hier ist eine wunderbare Skala dran, nö, hier ist genau gar nichts. Also den Winkel müsst ihr wirklich mit dem Winkelmesser entsprechend justieren und dann könnt ihr hiermit auch einen Winkel schneiden. Braucht man das? Schreibt das doch bitte in die Kommentare. Ich habe das noch niemals gebraucht, weil richtig einen perfekten Winkel schneiden kannst du mit dem Gerät sowieso nicht. Also warum brauchst du das dann? Und wenn du es sowieso nicht brauchst, warum kaufst du nicht gleich die 150er? Naja, sei es drum, es geht hier auf jeden Fall. Es sei aber nochmal Folgendes erwähnt. Natürlich konntest du auch mit der Bügelvariante das sowieso schon immer machen, auch bei der alten VLI, das ist ja die hier. Und natürlich geht es bei 125 auch nicht, aber geht es natürlich bei der hier genauso, aber bei der hier geht es auch nicht. Ja, also bei der 155er ist in keinem Fall ein Schnitt im Winkel möglich. Ist dir das wirklich wichtig? Also da kratze ich schon meinen Kopf, weil ich sage mir so, warum soll ich das machen? Dafür gibt es auch andere Geräte, die das viel besser können. Aber ist halt so. Ich habe eine Sache vorhin vergessen beim Thema Geschwindigkeit, nämlich wie schalte ich das Gerät eigentlich an? Und zwar ist es so, hier bei der Variante einfach nach oben und dann geht es an. Warum geht es jetzt nicht an? Ha, jetzt geht es an. Ja? Ich habe auf der anderen Seite keinen Schalter, da geht es nicht. Also es geht nur hier, bist du Linkshänder, dann wird es schwierig, dann musst du es hier mit dem anderen Finger machen. Ja, also bei Rechtshänder kein Problem, links geht es nicht. Hier bei der 125er genau dasselbe, auch hier an, aus, Automatik ist gerade an, da kein Schalter. Bei der 155er hast du eine andere Möglichkeit, du tippst das nur an, so nach oben und tippst es wieder an. Das ist eigentlich, wenn man es so benutzt, wirklich sehr intuitiv und vor allem du hast es von beiden Seiten, finde ich cool. Sag mal, jetzt ist die Frage, wie kommt eigentlich das Sägeblatt in die Säge? Dafür haben wir hier bei der 125er endlich auch bei der kleineren Version diesen Schalter hier, beziehungsweise diesen Kipphebel. Das heißt, ich muss nicht mehr, wie bei der alten, hier so ein bisschen hier drin rumfummeln und hier irgendwie gucken, dass ich jetzt hier irgendwie, das war nie so richtig schön. Und das ist hier schon echt gut gelöst. Das heißt, hier habe ich Folgendes, ich kann hier einfach das hier hochnehmen, also ich ziehe das hier einfach nach oben, Sägeblatt raus oder nochmal nach oben und Sägeblatt ist wieder drin. Das geht hier genauso bei der 155er, nur ganz aus Metall, noch massiver gearbeitet. Einfach hier auch rein, raus und bums. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, das ist ganz schlimm. Moment, ganz schlimm. Weil, was fällt euch auf? Das Sägeblatt fällt nicht raus. Es gibt hier bei beiden hier gibt es keinen Sägeblatt-Auswurf. Bei der hier gab es noch einen, bei der alten VLI. Und ich weiß, dass da einige sich riesig echauffiert haben bei unserem alten Video bei dieser Säge. Nochmal, das Video habe ich hier oben ja verlinkt. Und haben gesagt, das ist doch total doof. Das Sägeblatt muss ja ausgeworfen werden. Was ist denn, wenn das heiß ist? Ja, was macht man denn dann? Dann kommt eine Fähigkeit zum Tragen, die die Menschheit schon Jahrhunderte kennt, Jahrtausende, Äonen schon funktioniert, nämlich Schwerkraft. Und denkt dran, wenn ich es nicht extra erwähne, das haben die Bügelvarianten immer alles genauso. Ja? Ich gehe nur auf spezielle Unterschiede jetzt nochmal zur Bügelvariante ein, wenn es sie denn gibt oder wenn sie dann vorhanden sind. Kommen wir zu einer anderen Sache, die extrem wichtig ist bei einer Stichsäge, die manche gar nicht so kennen, weil sie viele einfache und günstige Stichsägen nicht haben. Und zwar ist es die Abblasfunktion. Nämlich ist es so, wenn du mit einer Stichsäge arbeitest, ja, dann ist ja so, dass wir hier so einen Bereich haben, wo sich Späne sammeln ganz gerne. Und du sägst so vor dich hin und dann hast du hier immer mehr Späne und dann kannst du immer nichts mehr sehen und dann stehst du so da. Das macht keinen Spaß. Ich denke, viele von euch kennen das und haben das schon mal gemacht. Hier überhaupt kein Problem bei allen Sägen, denn auch schon die VLI hatte die folgende Funktion, nämlich durch den Motor, der muss ja für Kühlung sorgen, wird die Luft hier nach unten geblasen und dadurch kann man hier wirklich den Staub vor sich hin auch treiben und der sammelt sich hier nicht.
Super wichtig, super komfortabel, hatte auch schon die VLI, haben die anderen beiden Versionen auch, aber hier haben wir etwas, und zwar können wir diese Funktion auch wieder abschalten. Wenn du mal sagst, ich arbeite jetzt hier so in meine Richtung, das würde mir sonst ins Gesicht kommen oder aus anderen Gründen, dann hast du hier einen Schalter und kannst einfach ein- oder ausschalten. Eine Frage, die sich viele vielleicht stellen, ist, woher kommt der Name eigentlich 125er, 155er, VLI, woher kommen die Namen eigentlich? Und gerade bei den beiden ist eigentlich ziemlich simpel. Und zwar, die 125 ist gedacht für Holz bis zu einer Maximalstärke von 125 mm. Die hier bis zu 155 mm und die VLI bis 120 mm. Ist das jetzt so relevant? Weiß ich gar nicht, weil irgendwie würden sie das auch alle irgendwie schaffen. Aber was schon sehr relevant ist, ist eine besondere Funktion der 155er. Und die kann ich nur empfehlen, weil sie wirklich, wirklich gut ist. Eine normale Säge, wie diese hier, ja, oder Stichsäge im Allgemeinen, haben einen riesigen Nachteil. Ihr habt so ein Blatt, und zwar so, das hier. Und dieses Blatt kann eine Sache, und zwar das kann sich biegen. Und das biegt sich sogar ganz schön. Ja? Und jetzt habt ihr Folgendes, ihr habt eine Maschine, die Folgendes macht, die rammt dieses Blatt nach unten und zieht es wieder hoch, rammt das runter und wieder hoch. Gerade in dieser Bewegung passieren mehrere Dinge. Nummer 1, schon durch Vibration oder so, verzieht sich das Blatt. Nummer 2, das Blatt wird warm und dadurch neigt es sich noch mehr zum Verzug. Und dadurch habt ihr folgende Situation. Gerade wenn ihr größere Höhen schneidet, dann neigt das Blatt dazu, sich in die eine oder in die andere Richtung zu neigen, sodass ihr keinen perfekten 90-Grad-Schnitt hinbekommt. Und genau dafür gibt es bei der 155er eine Funktion. Und zwar ist es so, dass es das hier an der Stelle, an der kleinen Stelle, ist es so, dass das Blatt nochmal extra geführt wird. Und zwar so clever und so intelligent hier nochmal geführt wird, dass der Schnitt eben doch gut ist. Ich kann nicht sagen, dass das hier immer die absolute perfekte 90-Grad-Schnitt ist. Aber bei den Tests, die wir gemacht haben, wir blenden das hier auch mal ein, war der richtig gut und war auf jeden Fall von den Sägen, die wir jetzt in der Hand hatten, der beste Akkustichsägen-Winkelgenauigkeitsversuch, den wir gemacht haben. Zusätzlich kannst du hier also diese Spannbacken nehmen und kannst sie genau an das Sägeblatt anpassen. Hier über das Exzenter, über das Loch hier, da gibt es eine kleine Exzenterschraube, kannst du es ranführen. Nee, Exzenterschraube ist glaube ich nicht, ist einfach nur eine Schraube. Kannst du es jeweils hier ranführen und kannst das Blatt nochmal nicht einklemmen, aber so viel besser führen und nochmal ganz nah unten, so weit unten, wie es überhaupt möglich ist, weil hier unten ist ja schon das Material, kannst du es entsprechend dann nochmal führen. Und das hier macht richtig Sinn und das macht diese Säge einfach zu der Säge. Und das hat die 125 auf jeden Fall nicht. Und jetzt musst du für dich wirklich eine Frage stellen. Erstmal meine Frage an euch, habe ich alles erklärt, was ihr wissen wollt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Oder habe ich jetzt die Bügelsägen ein bisschen außen vor gelassen? Weil eigentlich können sie dasselbe, ja, ich habe bis jetzt den Pendelhub nicht erwähnt, ist bei allen dasselbe, vierfach Pendelhub-Verstellung und so ein paar Kleinigkeiten hier feststellen, ja, bla 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 bla. Aber im Grunde haben wir jetzt das Wesentliche rausgearbeitet. Und wenn du jetzt für dich die Entscheidung treffen möchtest, ja, ist es aus meiner Sicht so, ist der Preis der absolut entscheidende Faktor, dann musst du zu einer von diesen beiden natürlich tendieren. Wenn du aber sagst, komm, 30, 40, vielleicht 50 Euro mehr kann ich investieren, nimmst du auf jeden Fall die 155er, außer du brauchst diese Winkeleinstellung, die man halt nur hier machen kann. Denn die 155er ist einfach eine brutal gute Säge. Übrigens ein kleiner Hinweis noch, der ganz interessant ist folgendes. In der L-Box, da haben sie wirklich was gemacht, da habe ich gesagt, och, was ist denn da los? Das ist echt krass. Und zwar in der neuen L-Box, beziehungsweise in der neuen Einlage der Box, kannst du Folgendes machen. Du kannst alle Stichsägen, egal welche, von der VLI 155, 125 genau, kannst du alle hier reintun. Also egal, ob Stab, ja, oder ja, hier die alte VLI oder meinetwegen neue Bügel, passt alles rein. Also ich muss sagen, derjenige, der das gemacht hat, absolut, ja, meinen absoluten Respekt, dass das funktioniert. Zubehörbox mit rein, Akku mit rein, alles dabei. Übrigens, Absaugung gibt es natürlich auch, aber das sind Kleinigkeiten, das kennt ihr von den Sägen.
Und da haben sie sich schon richtig was einfallen lassen. Ich bin sehr gespannt, was eure Lieblingssäge ist. Schreibt das auf jeden Fall unten gerne in die Kommentare. Was ich vergessen habe, auch in die Kommentare. Und vor allem stimmt hier oben beim Werkzeugvergleich mal ab. Was findet ihr am besten? Ich freue mich, dass es hier mal, ich sag mal, ein Facelift gab oder ein Update gab von der zu der oder ein Downgrade oder was ist es denn eigentlich? Egal, ihr entscheidet. Ich werde jetzt noch ein bisschen sägen, für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.